Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von City Bus Managers aus Lübeck. Ja, da haben wir noch mal ein paar Sachen, die wir instand setzen müssen. Auch noch mal schnell weitere Ersatzteile bestellen, damit das Lager auch wieder gefüllt ist. So, hier brauchen wir einen Satz Reifen, zweimal Öl und 2 Keilriemen. Wunderbar. Gut, dann weise ich da jetzt erstmal den nächsten Fahrer drauf zu. Müsste, glaube ich, Fahrer 25 oder 29 sein. 29 ist noch da. Okay. Gut, ja. Was haben wir in der letzten Folge großartig gemacht? Eigentlich nur dran weitergearbeitet, die Linie 4 irgendwann mit in den Betrieb aufnehmen zu können. Wie gesagt, weitere Fahrzeuge dafür geschafft. Also die Hälfte der Fahrzeuge haben wir sozusagen schon zusammen. 2 Fahrzeuge brauchen wir noch. Und bei den Fahrern sind wir ja auch schon relativ bei guter Dinge. Ja, dann auch nochmal so eine kleine Ankündigung, oder wer das überhaupt sozusagen auch gesehen hat. Das Video, wo ich das über das DLC von The Bus, also das Hamburg DLCs der Linie 17 sozusagen drüber gesprochen habe. Ja, also was ich darüber gesprochen habe. Kleinen Moment, bin gleich wieder da. Jo, da bin ich wieder. Also wie gesagt, in dem Video, wo ich über die Linie 17 gesprochen habe, Linie 17 des Hamburg DLCs von The Bus, besonders am Ende des Videos, habe ich auch so über ein paar Kleinigkeiten so gesprochen, die mir so aufgefallen sind. Natürlich als echter Hamburger kenne ich so die einzelnen Ecken, die auf der Linie sozusagen, wie gesagt, angefahren werden und so. Habe ich davon sozusagen, ich weiß jetzt nicht, ob der was mit der Entwicklung oder sowas mit den DLC sozusagen was zu tun hat oder sowas, weil vom Namen her sagt mir der Name nämlich nix. JT Helcon oder irgendwie sowas, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ja, also er hat einmal darüber gesprochen sozusagen, also hat sich darüber bedankt, dass ich hier einmal die Linie 17 sozusagen abgefahren habe und auch speziell auf, also so habe ich das so verstanden, also dass ich darauf angesprochen habe, dass die Linie 17 ja nicht wie in echt, also in echt endet ja die Linie oben am U-Bahnhof Berne, also das ist die eigentliche Endhaltestelle. Und zwar nicht Barmbek, dass die Linie da sozusagen endet. Aber er hat mir auch nicht erzählt, ob das jetzt, also es steht nicht, also hat mir nicht, ja, also es ist nicht gesagt. Oder soweit ich jetzt verstehe. Also wenn er was damit zu tun hat, ist da jedenfalls, war in der Nachricht nichts zu lesen. Ob jetzt die Linie sozusagen nach Berne dann noch weiter hinzugefügt wird. Allerdings hat er davon was erwähnt, dass vielleicht die, soweit ich es verstehe, also er schreibt, dass weitere Linien in Planung sind oder in Arbeit sind, so wie zum Beispiel die Linie 7. Wer den Weg der Linie 7 kennt, wird sich schon teilweise denken können und so bla bla bla. Das ist das, was er jetzt zum Beispiel sagt. Die Erweiterungen sind kostenlose Updates zum DLCs, die kosten nur exakt nix extra. Alles klar. Einmal, um auf den Linienweg sozusagen zurückgreifen zu können. Und da habe ich mir auch mal wieder was rausgesucht hier. Ziehe ich einmal kurz mir hier rein. Der Linienweg der Linie 7 beginnt ja auch vom Barmbek und geht einmal hoch bis Borcherdring. Das befindet sich hier. Das ist der aktuelle Linienweg. Allerdings ist der aus folgendem Grund. Und zwar befindet sich hier oben an der Kreuzung Fuhlsbüttler Straße, Ecke Stalzhofer Straße, eine große Baustelle, die sich wegen der befindlichen U5 sozusagen, wird hier sozusagen gebuddelt. Bevor diese Baustelle sozusagen begonnen hatte, ist die Linie 7 hier die Fuhlsbüttler Straße hochgefahren, ein Stück über die Stalzhofer Allee. Und dann
in den Eichenlohweg eingebogen, dann über den Gründengenstraße, und dann ist sie einmal komplett durch Stalzhoop durchgefahren. Was momentan auch nicht ganz einfach ist, weil hier im Zentrum von Stalzhoop befinden sich auch Bauarbeiten, auch speziell für den U-Bahn-Ausbau der Linie 5 sozusagen. Wäre das momentan auch nicht einfach. Also das ist sozusagen der derzeitige Linienweg. Und genau über den gleichen Linienweg hier, also zumindest bis, glaube ich, Stalzhofer Allee, oder wie die Haltestelle hier heißt, Burchardweg, da, U-Bahn, nee, das nicht, glaube ich, Schwarz, oder, glaube ich, weiß ich nicht, kann ich jetzt genau sicher sagen. Doch, da, Schwarzweg steht ja hier, Schwarzweg. Bis hierhin verläuft ja auch die Linie 17. Nur die verläuft ja dann hier weiter über die Bramfelder Chaussee sozusagen weiter. Und die Linie 7 fädelt sich ja sozusagen hier aus. Das wollte ich nicht. Das soll hier wieder rüber. So, dann können wir hier gleich die nächsten Fahrzeuge zuweisen. Habe ich jetzt ja auch, wie gesagt, wie man auch gut gesehen hat, so ein bisschen vernachlässigt, ne? Ja, darüber hat er, wie gesagt, dass sie eben halt an der Linie 7 zum Beispiel arbeiten. Also eine von den Linien, die sie hinzufügen. Und meinte ja auch, dass dieses DLC kostenlos, also nichts extra kosten soll. Da bin ich persönlich ein bisschen vorsichtiger, weil ich habe sowas schon häufiger mal gehört oder mitbekommen, dass man erst irgendwelche Sachen kostenlos angeboten hat und am Ende musste man doch irgendwas dafür berappen. Egal was, keine Ahnung. Da fallen mir allerdings jetzt leider keine Beispiele jetzt leider so ein, aber es kommt mir alles so ein bisschen komisch vor, dass das wirklich alles so kostenlos sein soll. Ja, dass das wirklich so nicht so wirklich so kostenlos sein soll. Unter anderem hat er ja auch darüber geantwortet, dass ja, wie gesagt, zum Beispiel da im Barmbek auf diesem Kreisel, wo ja diese Curve 2 oder welche Baureihe um es sich genau handelt, dass sich da ja sozusagen eine Curve befindet, ne? Also diese kleine Diesellok. In echt wäre das ja eine Gastanklok, also Gasspeicherlok sozusagen, und sie hätten diese nur genommen als Platzhalter, so habe ich das verstanden. Aber wenn man schon eine Lokomotive nimmt, die optisch überhaupt nicht der Lokomotive, die dort auf diesem Kreise sozusagen abgestellt ist, optisch überhaupt nicht übereinstimmt sozusagen, wäre es dann nicht einfacher gewesen, nicht irgendwie vielleicht eine kleine Dampflokomotive zu nehmen oder sowas? Entschuldigung, ich hab irgendwas in der Nase. Also wie gesagt, wäre es da nicht einfacher gewesen, nicht irgendwie eine kleine Dampflokomotive zu nehmen? Weil die sieht optisch, geht sie eher in diese Richtung, als zum Beispiel eine Curve 2, weil der Motorvorbau ist ja relativ eckig. Und bei einer Gas- oder Dampfspeicherlok sozusagen, da ist ja der Kessel auch rund, und bei einer Dampflokomotive ist der Kessel ja auch mehr rund und so alles, würde das eigentlich mehr optisch in meinen Augen passen, als jetzt zum Beispiel eine Curve 2 oder was er ja auch zum Beispiel erwähnt hatte, was mir jetzt allerdings mir nicht bekannt ist, aber ich habe es in anderen Videos auch so ein bisschen gesehen, dass da an der Stelle ein blauer Trabi gestanden haben soll. Aber konnte ich, wie gesagt, jetzt nicht so wirklich betrachten sozusagen. Ansonsten die beiden Hotels, die man am Ende im Barmbek sozusagen sehen kann, stimmen wirklich auch so überein, das stimmt. Das gilt auch zum Beispiel für das Haus Globetrotter, also dieses Sporthaus sozusagen, oder dieses Sportgeschäft für Outdoor-Sportgeschäfte sozusagen. Das ist alles, steht wie gesagt ja alles an der richtigen Position, richtigen Stelle und so. Ansonsten hatte ich ja auch kurz was drüber erwähnt, dass sich da ja am Barmbeker, auf diesem Platz vor Barmbek ja sozusagen,
Ähm, Moment, wie hieß der Platz jetzt nochmal? Der Platz momentan, so, da ist Barmbek. Der Platz hier. Bert Kempfertplatz. Bert Kämpferplatz, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Befand sich ja, habe ich ja auch, glaube ich, darüber erwähnt gehabt, dass da ja ein Baukran oder so ein alter Dampfkran sozusagen gestanden hat. Den wollten sie auch noch mit hinzufügen. Ist zwar eine schöne Sache. Also freut mich, dass sie das korrigieren sozusagen. Darüber bin ich sehr positiv. Darüber, was mich so ein bisschen positiv zufriedenstellt sozusagen. Ich finde da jetzt irgendwie leider jetzt nicht die passenden Worte sozusagen. Aber ansonsten, ja, also das mit dem mit dem Dampfbagger sozusagen, gefällt mir doch relativ gut. Was mir jetzt letztens auch noch ein bisschen ins Auge gefallen ist, was speziell die Gebäude da anbelangt. Aber das ist ja nicht das Problem bei denen sozusagen selber. Da gibt es noch weitere, die haben dasselbe Problem, was jetzt speziell die Beobachtung der Häuser sozusagen geht. Ich weiß, es ist einfacher, den Platz nicht so einfach nachzubilden, wie er in echt ist. Im Hintergrund sind ja diese beiden großen Häuser, das etwas größere und dieses etwas kleinere Haus zu sehen. Für meine Betrachtung her ist das alles mehr oder weniger so ein bisschen übertrieben. Das Haus auf der linken Seite ist ein bisschen kleiner, würde ich sagen. Also jetzt nicht von der Höhe. Oder vielleicht müsste der Platz auch ein bisschen größer werden. Also optisch ist das schon einigermaßen alles in Ordnung. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, es passt noch nicht so ganz zusammen. Aber ansonsten ist der Platz schon wirklich relativ gut gestaltet. Aber da gibt es noch weitere Spiele. Da fällt mir zum Beispiel jetzt auch noch eine Sache ein. Und zwar betrifft das jetzt dann zum Beispiel auch wieder OMSI 2. Speziell auch wieder OMSI 2 Hafen City. Und zwar gibt es da eine Stelle, die mich schon länger schon ein bisschen auf die Nerven gegangen ist oder gestört hat, aber ich habe mich mittlerweile sozusagen dran gewöhnt. Entschuldigung, da muss ich einmal die Nase schneuzen, tut mir leid. Nicht, dass ich mir irgendwie hier einen aufgesagt habe, so eine Sommergrippe. Und zwar an der Haltestelle Landungsbrücken. Und zwar speziell, wenn man jetzt mit dem Bus von Altona auskommt und Richtung Sievekingsallee fährt. Kurz bevor man sozusagen die eigentliche Bushaltestelle, oder nachdem man die Bushaltestelle Landungsbrücken sozusagen verlässt, also so diesen kurzen Streifen, wo ja sozusagen ein Fahrradstreifen ist, nach meiner Meinung nach, also das, was da so dargestellt ist, fährt man ja an diesen Uhrenturm sozusagen vorbei und dann kommt ja nach so einem kurzen Augenblick, sage ich jetzt mal so, nach ein paar Metern oder Zentimetern, je nachdem wie man es betrachtet, kommt ja diese Brückenüberführung. Und ich habe mir das auch nochmal in echt sozusagen angesehen. Und in echt ist die Brücke und also ist die Brücke ein bisschen dichter an dem Glockenturm sozusagen rangerückt. Also sie stehen dichter aneinander, als es dort bei OMSI 2 dargestellt ist sozusagen. Ob das vielleicht ein bisschen technisch schwierig umzusetzen war, vielleicht haben sie sich einfach zu sehr an die Kreuzung konzentriert sozusagen, die irgendwie feiner darzustellen oder sowas, keine Ahnung, kann ich nicht wirklich sagen. Und dann gäbe es da auch noch eine zweite Stelle, die mir jetzt so prompt einfällt. Und zwar handelt es sich dann da speziell um die Linie 20. Linie 20 und zwar kurz vor dem Ende
kurz vorm Ende der Linie 20, Rübenkamp, also die vorletzte Haltestelle sozusagen. Da gibt es auch so eine kleine Stelle, die mir so ein bisschen merkwürdig vorkommt. Und zwar ist das die Haltestelle, Moment, die Bushaltestelle, jetzt muss ich kurz mal die Stelle raussuchen. Rübenkamp, das haben wir hier oben. Hier, die Haltestelle Kapstadtring, genau, die Haltestelle Kapstadtring ist das. Und zwar Fahrtrichtung Rübenkamp, S-Bahnhof Rübenkamp. Da ist ja mehr oder weniger so eine kleine leichte Erhöhung drin zu sehen, sozusagen, zwischen der eigentlichen Straßenkreuzung hier, Sengelmannstraße, Hebebrandstraße sozusagen. Da ist eine relativ starke Steigung zu sehen, die in echt meiner Meinung nach nicht so stark hätte sein müssen. Also in echt ist sie, also nach meiner Meinung nach wäre es auch, wenn sie ein bisschen flacher gewesen wäre. Also nicht so eine extreme starke Steigung sozusagen. Gut. Mietanfragen eines Busses? Nein, das lehnen wir ab. Ja, das erstmal sozusagen zu einer kleinen Kommentarsbeantwortung sozusagen. Und die Gestaltung vor allen Dingen der Karte von The Bus Hamburg DLCs stand von 2023. Also müsste es auch, glaube ich, ungefähr, in diesem Zeitraum hat man, hatte ich ja auch erwähnt, dass man zu diesem Zeitpunkt in Hamburg hier die Fahrradwege auf den Straßen, besonders an Kreuzungen und sowas, was ich auch schon teilweise in anderen Städten schon eher gesehen habe. Moment, muss noch einmal kurz meine Nase putzen. Boah, man geht mir auf die Nerven, das Ganze. Ja, also wie gesagt, wo bin ich stehen geblieben? Wegen diesen Fahrradstreifen. Also kommt das wahrscheinlich alles so ungefähr hin, dass das alles so derselben Zeit sozusagen ist. Warum ich das so drüber gesprochen habe, ja, ist, ich betrachte das nicht mehr als positiv oder irgendwie sowas gesehen, sondern eher mehr so aus der Sicht eines Autofahrers. Ja, in Hamburg kann man so sagen, ist mittlerweile auch wieder ein bisschen ruhiger geworden, die Sache. Aber das Autofahren in Hamburg ist momentan nicht wirklich ein Vergnügen. Und man hat momentan das Gefühl, dass in Hamburg mehr für den Fahrradverkehr wird. Und als Autofahrer steht man sozusagen mehr in der dritten Klasse sozusagen. So kommt mir das momentan so alles so ein bisschen rüber. Oder kommt mir das alles so ein bisschen vor. Gut, dann zurück hier zu City Bus Managers. Hat man ja jetzt auch schon einiges gesehen. Habe ich ja zwischendurch auch schon relativ weiter hier fleißig Fahrzeuge hinzugeholt. So das 20. Fahrzeug zum Beispiel. Und auch mehr oder weniger auch schon teilweise verpennt, Fahrzeuge rechtzeitig zuzuweisen. So, hier würde es dann, glaube ich, jetzt eher Sinn machen, auch schon Gelenkbusse einzusetzen. Fahrer 27. Und die Nase hört nicht auf zu laufen, Himmels Willen. So. Also, aber auch die Linie 3 hat schon wieder bekommt langsam mehr Fahrgäste. Das haben wir auch in der letzten Folge gesehen. Speziell die Statistik, hier Fahrgäste. Also die Fahrgastzahlen sind schon relativ gut angestiegen. Vor zum Beispiel der vorigen Woche. Also ist dann auch, oder müssen wir uns auch mal darauf konzentrieren, die kleineren Fahrzeuge nach und nach auch gegen größere Fahrzeuge einzutauschen. Also größere Solo-Fahrzeuge vor allen Dingen. Ja, hier würden jetzt wie gesagt 2 schöne Fahrzeuge dabei sein, für die wir die einsetzen könnten, aber leider nicht
das Geld zur Verfügung hätten. Gut, Fahrer 27 ist unterwegs, Fahrer 31 auf Wagen 8. Gut. Fahrer 37, da haben wir ihn. Nehmen wir Wagen 13. Haben wir ja schließlich noch genügend Gelenkbusse übrig. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Shuttle Service aufrüsten. Aha, das hat wahrscheinlich was mit dieser Priorität zu tun. Statte diese Linie mit Busspuren und Ampelvorrang aus, um Verspätungen im Verkehr zu reduzieren. Alles klar, okay. Das hat das also mit diesen Busprioritäten hier zu tun. Diesen neuen Feld- und Fahrkartenautomaten. Klicke ich mir kurz mal hier mal eine Haltestelle an. Nee, da ist mit nichts zu sehen. Was haben wir denn hier? Service, ja, das haben wir schon. Nicht, das haben wir nicht so häufig, das stimmt. Ist zwar auch mal eine nette Nachricht sozusagen. So, hier haben wir jetzt wieder einen Shuttle-Service. Perfekt wieder für einen Reservefahrer. Fahrer 42 können wir mal zuweisen. Kann er auch noch mal ein bisschen fortgeschrittener werden sozusagen von seiner Erfahrung her sozusagen. Und dass er dann auch für sich fortbilden kann sozusagen, ne? Ja. So, und nochmal drauf, wie gesagt, nochmal zurückkommen. Fällt mir übrigens nochmal ein, hatte ich ja eben gerade erwähnt gehabt, dass dort weitere Linien hinzukommen sollen und dass die nichts kosten sollten. Ja, das ist eben halt, liegt auch ein bisschen damit dran, ja, habe ich ja erwähnt, dass ich mehr zu der OMSI-Fraktion sozusagen gehöre und da das eben halt nicht so gängig war, dass da weitere Linien dann sozusagen kostenlos dazu kamen. Das spielt ja da schließlich ja auch mit rein, dass das eben halt so ungewohnt ist. Aber warum denke ich das eben halt so in dieser Richtung? Naja, weil das, wenn man sich ja draußen in der Welt sozusagen einmal genau umschaut, wo kriegt man sozusagen heute noch für irgendwas noch kostenlos noch irgendwas dazu? Ja, es ist, also wenn man jetzt einfach mal genauer nachdenkt oder überlegt, wo man jetzt noch kostenlos noch oder ich sag mal gute Angebote sozusagen bekommt, ist ja auch schon relativ alles rar und sowas oder fast unmöglich, da noch in dieser Richtung sozusagen überhaupt noch was zu bekommen. Und deswegen stehe ich das Ganze auch ein bisschen kritischer sozusagen gegenüber und glaube es erst sozusagen, wenn ich es auch sehe. Bis dahin bin ich eher skeptisch sozusagen dem gegenüber, was sie da jetzt sozusagen behaupten. Aber der Rest wird sich dann sozusagen zeigen. Vielleicht liege ich ja auch falsch. Was ich sehr gerne dann auch bestätigen würde, also überzeugt werden würde sozusagen. Aber meine Erfahrung in diesem Bereich ist leider in einer anderen Richtung sozusagen momentan mehr oder weniger verankert sozusagen. So, da haben wir jetzt eben gerade die nächsten Fahrzeuge zugewiesen. Gut, dann gucken wir mal, ob wir Wagen 3 veräußern können für einen relativ hohen Kurs sozusagen. Und dass wir dann dafür vielleicht dann auch einen etwas größeren Solobus bekommen.
Ja, bis wir die Aufgabe durch haben, dauert es ja auch noch ein bisschen. Wir müssen noch gut knapp 3000 Fahrkarten verkaufen. Sehe ich momentan noch nicht so gut, dass wir diese Aufgabe sozusagen gelöst bekommen. Ja, da kommt schon die nächste Fahrt raus. Jetzt müssen wir allerdings warten, bis wir wieder einen Solo-Wagen... Da kommt ja wieder ein Wagen rein. Das ist Wagen 1. Wunderbar. Müssen wir an dem was machen? Nein, Wagen 1 ist in einem tippitoppi Zustand. Das ist doch erfreulich. Können wir ihm gleich drauf zuweisen. Fahre 28 auf Wagen 1. Linie 3. Alles klar. Einmal wieder automatisch gespeichert. Das ist gut. Hier müssen wir einmal eine Außenreinigung einmal durchführen. Die Zeit dafür haben wir noch. Bevor das Fahrzeug sozusagen reinkommt. Aber hier kommt ja auch noch Wagen 10 rein. Wunderbar. Aber Wagen 10 muss in die Werkstatt. Einmal Scheibenwischer und einmal Reifen erneuern. Dann ist das Fahrzeug für die nächste Tour erstmal nicht geeignet. So, Fahrer 32. So, Angebot erhalten, das ist gut. Dann mache ich kurz mal auf niedrige Geschwindigkeit. 17.000, naja gut. Wir wollen die Dinger ja loswerden und nehmen da schon das erste Angebot. Das wäre fast ein gutes Schnäppchen hier, denn wir für große Klasse. Das lief großartig. Damit bin ich echt zufrieden. Das war Wagen 3, den wir jetzt verkauft haben. Ne? Ich meine ja, dass das Wagen 3 war. LB. 003. Ja, Wagen 003. Wagen 3 war das. Perfekt. Haben wir da jetzt auch wieder größere Fahrzeuge? Oder mehr größere Fahrzeuge sozusagen. Im Solo-Sektor sozusagen. Wagen 4 muss auch einmal in die Werkstatt. Da kommt auch wieder ein Solo-Wagen rein. Das ist Wagen 14. Wagen 14 ist in Ordnung. Das ist wieder auch erfreulich. Da kommt jetzt, glaube ich, Wagen 8, 9 ist das. Wagen 9 ist auch tippitoppi. Wunderbar. Na, das müsste doch Wagen 13. Wagen 13, da gibt es auch nichts zu tun. So, Fahrer 32 habe ich jetzt, glaube ich, gerade zugewiesen gehabt, oder? Kurz mal schauen. 32 ist weg. 39 und Fahrer 40 sind dann jetzt dran. Alles klar. Ja, also sind Fahrer 39 und 49 schon leicht in der Spätschicht, obwohl sie ja theoretisch ja noch zur Wechselschicht sozusagen gehören. Fahrer 40 ist nochmal auch auf der 3 unterwegs, aber zum größten Teil auf dem Shuttle-Service sozusagen hiermit unterwegs. Da warten ja auch schon wieder relativ viele Fahrgäste, so wie es aussieht, wollen die jetzt alle wieder zurück zu dem Bahnhof hier, Bahnhof Herrenburg. Okay. Sobald das Fahrzeug wieder zurück ist. Jo, perfekt. Alles klar. Das ist doch in Ordnung. Das ist doch in Ordnung. Oh, Himmel. So, dann kommt jetzt erstmal Fahrer 1 wieder dran. Spätschicht sozusagen. Da können wir Wagen 8 dafür nehmen. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. So, und dann mal ja, weitere Fahrer können wir schon mal wieder ein bisschen einstellen. Busfahrer vor allen Dingen, ne? Ja, wunderbar. Und dann hier ihn hier noch als Azubi, ne? Ja, wunderbar.
haben wir dann nochmal 2 weitere Fahrer sozusagen auch nochmal bekommen. Fahrer 45 und einmal Fahrer 46. Fahrer 45 und 46. Das halbe Dutzend haben wir schon mal voll. Das ist sehr gut. Brauchen wir jetzt nur noch 6 weitere. Und dann hätten wir die Fahrer für die Linie 4 auch schon zusammen. Das ist doch schon mal wirklich sehr erfreulich, die ganze Sache. Gut, Wagen 12 kommt rein. Wagen 12 muss einmal in die Reinigung, also Innenreinigung vor allen Dingen. Außen ist alles sauber. Nur wann? Ne, sind erstmal. Obwohl, hier haben wir einen, der kommt 17 Uhr. Fast 18 Uhr, wenn man das so nimmt. Okay, dann müsste das eigentlich noch reichen. Oder ist da noch einer reingekommen? Ne, okay. Also die Spätschicht ist mehr oder weniger auch schon so, wie man es erkennen kann, mit Solofahrzeugen zu bestücken sozusagen. Da kommt ja auch jetzt auch schon einer rein. Das ist gut. Hier auf der 1, der hat noch ein paar Umläufe. Hier auf der 2, der kommt... könnte spät werden, ne? Da kommt dann... Okay, einmal schnell sauber machen, bitte. Dasselbe gilt auch hier für Wagen 18. Aber außen bitte. Aber innen Wagen 5 wird jetzt gereinigt. Das ist gut. Damit bin ich zufrieden. Wunderbar. Sehe ich aber gleich noch kommen, dass wir hier gleich auf der 2 noch einen Gelenkbus einsetzen müssen. Ich glaube nämlich nicht, dass da gleich noch irgendwie ein vor allen Dingen ein Solo-Fahrzeug gleich noch rechtzeitig reinkommt. Gehen wir auf Nummer sicher. Kleinen Moment. So, dann geht schon auch wieder weiter. Wie gesagt, hier brauchen wir noch mal in der Hoffnung noch ein Solo-Fahrzeug zu bekommen. Dass da gleich noch irgendwie einer reinkommt. Der müsste aber gleich irgendwie reinkommen. Aber wie, das ist jetzt noch nicht bekannt. Aber hier haben wir schon mal wieder 2 Rotel Dinger, die wir wieder zuweisen können. Und so wie es aussieht, können wir das auch mehr oder weniger in so einer Art Ringlinie oder irgendwie so ähnlich machen, ne? Und wenn wir das auch machen können, dann machen wir das natürlich auch. Das ist ja klar. Hier haben wir sogar auch nur ein Hotel, wo wir die Leute abholen können. Können wir direkt vom Bahnhof aus machen und auch wieder zurückfahren. Wunderbar. Gut, bestätigen. Das Ding löschen wir. Ja, löschen. Weil es sowieso ja nicht mehr aktiv ist. Dann nehme ich hier auch diese Haltestelle hier wieder raus. Einmal rausnehmen. Alles klar. Dann können wir auch wieder ein paar Taler sozusagen sparen. Um uns das Geld dann, wie gesagt, für weitere wichtigere Investitionen leisten zu können. So, Fahrer 25 auf Wagen 6. Apropos Investitionen. Ne, das würde leider vom Preis her nicht klappen. Alles klar. War ja, wie gesagt, nur ein Gedanke, aber dafür ist es noch ein bisschen zu wenig. Das kann man erst spätestens immer so bei gut so über 50.000, so kann man das ungefähr machen. Und weitere Solofahrzeuge oder kleine Solofahrzeuge können wir momentan ja auch noch nie verkaufen. Doch der würde mit reingehen. Können wir uns die Reparatur und die Reinigung so ein bisschen sparen. Wenn wir uns sozusagen Wagen 2 entledigen und dafür ein etwas größeres Solo-Fahrzeug anschaffen, also sozusagen auf eine Standardgröße, Standardmodell sozusagen festlegen. Angebot erhalten, sogar fast 20.000 für das Ding, das ist doch gut. Haben wir jetzt allerdings kein Angebot für weitere Solo-Fahrzeuge drin.
Auftrag. Ah, den Auftrag haben wir auch abgeschlossen. Das ist doch schon mal große Klasse. Haben wir wieder ein bisschen viel Geld eingespielt. Das ist gut. Dann können wir uns den doch hier auch noch erlauben. Aber ich würde auf 45.000. Habe ich mir geahnt. Das wird abgelehnt. Aber den hier können wir uns erlauben. Perfekt. Für Wagen, als Ersatz für Wagen 2. Auch das Kennzeichen ist schon fast richtig. 002. Und einmal 002. Perfekt. Da haben sie das Fahrzeug hingestellt. Würde ich das Fahrzeug erstmal dahin stellen, wo das alte Fahrzeug auch sozusagen, das Vorgängerfahrzeug sozusagen war. Motoröl und Reifen und einmal Licht neu machen. Tanken, reinigen. Auch einmal Licht und Bremsbeläge würde ich gleich hiermit neu machen. Auch einmal tanken. Dasselbe gilt für Wagen 17 und sogar eine Außenreinigung. Hier haben wir auch eine Außenreinigung notwendig. Und die anderen Fahrzeuge, die sind noch in einem guten Zustand. Na, können wir auch schon mal gleich probieren, ob wir Wagen 6 auch losbekommen. Und dann dafür vielleicht auch noch ein gutes Fahrzeug vielleicht bekommen. Immer wenn ich Angebot machen will, lehnen die ab, ne? War ja klar. War ja klar. So, Wagen 5. Der bleibt jetzt erstmal noch drin. Bis wir sozusagen für Wagen 6 ein Ablösefahrzeug sozusagen bekommen haben, ne? Bis dahin bleibt das Fahrzeug drin. Es sind ja auch noch einige weitere Fahrzeuge mit unterwegs. 64.000. Jetzt haben wir ein Angebot erhalten. Da. Oh, ist doch auch einigermaßen in Ordnung. Auch für Gegenfahrzeug ist sogar auch schon da. Perfekt. 25.000. Wäre das in Ordnung für euch? War klar. Gut, dann gucke ich mal, ob ich das mit jeweils 2 Neufahrzeugen machen kann. Wollte ich hier eigentlich nicht machen. Hochbahn, das ist klar, aber Hochbahn wollte ich jetzt hier nicht unbedingt irgendwas laden. Nehmen wir das Fahrzeug so an. Ich habe mich gerade verschluckt. Wagen 3 kann auch einmal betankt werden. Und dann brauchen wir noch einen Ersatz für Wagen 6. Sehr schön. Da müsste ich, glaube ich, auch nur Henneberg. Dat. Auch nichts Besonderes. Gut, lassen wir ihn hier in dieser Lackierung. Perfekt. Das ist Wagen 21. LB 021. 021. Perfekt. Und das ist Wagen 6. Gut, der Hof ist voll. Haben wir jetzt erstmal keinen Stellplatz mehr sozusagen frei. 2 Fahrzeuge sind noch unterwegs. Und die nächste Gruppe ist Gruppe 2, die zugewiesen werden muss. Eigentlich jetzt auch schon mit Gelenkbussen. Okay, alles klar. Gut, und um dann noch die Linie 4 mit in den Betrieb aufnehmen zu können, das würde ich erst nach dem Wochenende sozusagen machen. Um jetzt nochmal an diesem Wochenende die angepassten Fahrpläne hier für die derzeit bestehenden Linien sozusagen mit durchzuführen. Neuen Auftrag suchen. Wunderbar. Da haben wir jetzt auch wieder das Geld reinbekommen. Jetzt sollen wir 410 Fahrten einmal abschließen. Aber das dürften wir ja eigentlich auch relativ zügig hinbekommen, sozusagen, ne? Gut, Kartenerweiterung können wir zwar machen, aber haben wir das Geld nicht dafür. Alles klar.
Und einmal Spritverbrauch senken und einmal wie heißt das hier nochmal? Verschleißteile, also Reparaturdauer oder Beschleunigung oder irgendwie sowas in der Richtung. Egal. Gut, die nächsten Fahrzeuge, wie gesagt, auch wieder zuweisen. Fahrer 13 ist der nächste. Da habe ich ihn auch. Hier brauchen wir auch wieder einen Gelenkbus auf der Linie 2. Fahrer 14. So, dann können wir jetzt eigentlich in die Zukunft überspringen. Ja, das macht er auch. Wunderbar. Was bekommen wir jetzt hier für einen Anruf? Ankauffrage eines Busses. Fahrzeug. Wagen 1, ja, können wir machen. Wenn wir dafür auch ein gebrauchtes Fahrzeug bekommen. Nein, leider nein. Gut, okay. Auch nochmal Neukauf sozusagen. Das Ding kriegt jetzt auch wieder Nummer 1. LB 001. Und einmal 001 Fahrzeugnummer. So, Fahrer 15. Fahrer 16, der meldet sich sogar schon freiwillig, das ist gut. Der nächste in der Liste ist dann Fahrer 26. Gelenkbus, hier brauchen wir wieder ein Solo-Fahrzeug. Auf der 3 mit Fahrer 30. Fahrer 30, 30, 30, da haben wir ihn. Und nochmal die Linie 3 für Fahrer 37. Nee, nicht 37, 35 ist das. Habe ich mich um eine Gruppe sozusagen vertan. Alles klar. Fahrer 35. Okay. Gut. Zimbinski Frederiksens. Hallo. Ich wollte nur mal sagen, dass ich extremst glücklich bin mit der Arbeit. Glücklich mit der Arbeit hier bin. Es freut mich sehr für die Firma zu arbeiten und ich hoffe auch noch viele weitere Jahre. Das hoffen wir natürlich selbstverständlich auch. Gut, Statistik nochmal angucken. Wir haben mittlerweile bis zu 20.000 Fahrgäste jetzt. Laut Stand gestern. Hat sich an den Linien da auch noch irgendwas geändert. Ja, Linie 2 hat fast 10.000. Linie 3 ist bei der 3.500er Marke. Und die 1er steht eigentlich auch relativ gut da. Gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Auch wenn ich relativ viel über das Video der Fahrt auf der Linie 17, der Hamburg DLC von Sebas sozusagen gesprochen habe. Und wer weiß, vielleicht rede ich auch nochmal, vielleicht in den nächsten Folgen auch noch über andere Themen oder sowas. Wer weiß, keine Ahnung, wird sich zeigen. Vielleicht wollt ihr es ja auch. Wird sich dann, wie gesagt, dementsprechend natürlich alles zeigen. Bisschen rumprobieren, gucken, was sozusagen gut gefunden wird sozusagen, ne? Gut. Hoffe, wie gesagt, hat euch gefallen. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr einmal den Kanal abonnieren würdet. Und dem Video einmal einen Like dalassen sozusagen oder machen würdet, ne? Bis denn und tschüssi!